In diesem Video zeige ich, wie man Matrizen invertiert. Zu einer quadratischen Matrix A kann man nämlich eine inverse Matrix A hoch minus 1 finden, sodass gilt, dass A mal A hoch minus 1 die Einheitsmatrix ergibt. Auch umgekehrt soll gelten, dass die inverse Matrix multipliziert mit der ursprünglichen Matrix die Einheitsmatrix ergibt. Es ist nicht selbstverständlich, dass man die Reihenfolge der Multiplikation umdrehen darf, denn bei der Matrizenmultiplikation gilt im Allgemeinen nicht das Kommutativgesetz, nur in diesem Fall soll es gelten. Was war nochmal die Einheitsmatrix? Das ist eine Matrix, wo wir in der Diagonalen überall Einsen stehen haben und außerhalb der Diagonalen sind alle Elemente 0. Wie kann man nun zu einer gegebenen Matrix A ihre Inverse berechnen? Dazu möchte ich 3 Methoden vorstellen. Das erste Verfahren ist das Lösen eines Gleichungssystems. Das zweite ist das übliche, das Gauß-Jordan-Verfahren. Und dann zeige ich noch für Bequeme, wie man mit unserem Taschenrechner eine inverse Matrix berechnen kann. Beginnen wir mit dem naheliegendsten Verfahren, dass wir ein lineares Gleichungssystem aufstellen und lösen. Wir beginnen damit, dass wir hier unsere gegebene Matrix aufschreiben, hier als Zahlenbeispiel 1, 2, 3, 4 und multiplizieren sie mit unserer gesuchten inversen Matrix, deren Koeffizienten wir bestimmen wollen und schreiben dies als A, B, C, D. Und herauskommen soll die Einheitsmatrix 1, 0, 0, 1. Wenn man nun diese Matrixmultiplikation hier ausführt, stellt man fest, dass dabei ein lineares Gleichungssystem entsteht. Machen wir das mal, also Zeile mal Spalte ergibt 1a plus 2c ergibt 1, das ist unsere erste Gleichung. Dann 1b plus 2d ergibt 0, zweite Gleichung. 3a plus 4c ergibt 0 und 3b plus 4d ergibt 1. Jetzt haben wir hier ein schönes Gleichungssystem. 4 Gleichungen, 4 Unbekannte, lässt sich lösen. Ich habe die Gleichungspaare schon passend untereinander geschrieben, sodass wir hier zum Beispiel mit dem Additionsverfahren lösen können, indem wir die erste Gleichung mit minus 2 multiplizieren, fällt das c heraus. Wir bekommen a gleich minus 2. Und bei dem anderen Pärchen wollen wir auch die erste Gleichung mit minus 2 multiplizieren, dann fällt das d heraus. Und wir bekommen b gleich 1. Nun können wir noch das a hier oben einsetzen, um nach c aufzulösen. Und das b setzen wir hier ein, um nach d aufzulösen. Und schon haben wir alle 4 Koeffizienten unserer gesuchten inversen Matrix. Minus 2, 1, 1,5, minus 0,5. Wer Lust hat, kann nun diese Matrix hier oben einsetzen, die Multiplikation ausführen und bestätigen, dass tatsächlich die Einheitsmatrix rauskommt. An dieser Stelle können wir uns gut mal fragen, ob denn jede Matrix invertierbar ist. Das ist nicht der Fall. Wir müssen 2 Bedingungen erfüllen. Die erste ist, diese Matrix muss quadratisch sein, also genauso viele Zeilen wie Spalten besitzen. Wenn sie nämlich mehr Zeilen hätte als Spalten, dann hätten wir in unserem Gleichungssystem 3 Gleichungen mit 2 Unbekannten. Das ist überbestimmt. Wir würden in den meisten Fällen einen Widerspruch bekommen, sodass wir keine inverse Matrix bestimmen können. Oder auch wenn wir 3 Spalten haben, aber nur 2 Zeilen, dann hätten wir mehr Unbekannte als Gleichungen. Das hätte wahrscheinlich unendlich viele Lösungen. Und wir würden auch auf keine Inverse kommen. Die zweite Bedingung ist, die Zeilen unserer ursprünglichen Matrix müssen linear unabhängig sein, sonst würden wir nämlich hier in unserem Gleichungssystem den Fall bekommen, dass auf der linken Seite alle Werte zu 0 wegfallen und auf der rechten Seite irgendeine Zahl dasteht, dann hätten wir hier einen Widerspruch. Ob eine Matrix lauter unabhängige Zeilen hat, lässt sich am schnellsten feststellen, indem wir ihre Determinante berechnen. Wie man eine Determinante ausrechnet, habe ich in einem anderen Video ausführlich gezeigt. Hier wollen wir nur zeigen, wie man an einer 2 Kreuz 2 Matrix die Determinante berechnet. Das ist über Kreuz 1 mal 4 minus 2 mal 3. Das gibt in dem Beispiel eine minus 2.
Das Ergebnis ist ungleich 0, also ist diese Matrix invertierbar. Gegenbeispiel, wenn wir hier nun eine Matrix verwenden, deren Zeilen nicht linear unabhängig voneinander sind. Man sieht, diese Zeile ist einfach nur das Doppelte der ersten. Dann laufen wir hier in unserem Gleichungssystem auf einen Widerspruch. An der Determinante erkennen wir, dass nun 1 mal 4 minus 2 mal 2 0 ergibt und damit ist diese Matrix nicht invertierbar. Kommen wir nun zum zweiten Verfahren, das Gauß-Jordan-Verfahren. Das eignet sich ganz gut auch für etwas größere 3 Kreuz 3 oder 4 Kreuz 4 Matrizen. Das geht so, dass wir uns die Matrix A, die wir invertieren wollen, hier einmal hinschreiben und rechts daneben schreiben wir uns die Einheitsmatrix. Und nun wollen wir, wie wir es vom Gauß-Algorithmus kennen, diese Matrix durch Äquivalenzumformung so umformen, dass hier eine obere Dreiecksmatrix entsteht. Also wir wollen zuerst hier diese 3 beseitigen. Und dann wird dieses Verfahren noch etwas ausgebaut, deswegen heißt es Gauß-Jordan-Verfahren, indem wir noch die Diagonalelemente alle zu 1 machen und dann die obere Dreiecksmatrix hier auf 0 bringen, sodass nur noch die Einheitsmatrix übrig bleibt. Und alle Schritte, die wir hier an A ausgeführt haben, führen wir parallel an dieser rechten Matrix aus. Die wird sich dabei auch umbauen und dabei kommt nun zum Schluss, wenn wir diese linke Matrix auf die Einheitsmatrix gebracht haben, wird die Einheitsmatrix dann zur inversen Matrix umgebaut sein. Von der Reihenfolge gehen wir also so vor, dass wir zunächst diese 3 hier beseitigen. Wir erinnern uns, Äquivalenzumformung heißt, wir dürfen Zeilen multiplizieren, wir dürfen sie mit einer anderen Zeile addieren oder subtrahieren, wir dürfen auch Zeilen vertauschen. Diese 3 bekommen wir weg, indem wir nun 3 mal die erste Zeile davon subtrahieren. Dann sehen wir 3 minus 3 mal 1, das ergibt hier die 0. 4 mal 3 mal 2 gibt minus 2. Hier führen wir jetzt das gleiche aus, 0. Minus 3 mal 1 gibt minus 3 und 1 minus 3 mal 0 gibt die 1. So, und schon haben wir hier eine obere Dreiecksmatrix erreicht. Im nächsten Schritt wollen wir nun diese Diagonalelemente alle zu 1 machen. Das schaffen wir, indem wir diese zweite Zeile mit minus 2 teilen. Dann bekommen wir hier eine 1. Das gleiche führen wir an der rechten Matrix aus. Minus 3 durch minus 2 gibt 1,5 und 1 geteilt durch minus 2 gibt minus 0,5. So, jetzt brauchen wir nur noch diese obere 2 hier beseitigen. Das schaffen wir, indem wir zweimal die zweite Zeile davon subtrahieren. So, 2 minus 2 mal 1 gibt eine 0. Diese 1 minus 3 gibt minus 2 und diese 0 minus das Doppelte von der zweiten gibt eine 1. Jetzt haben wir es geschafft, dass nun hier die Einheitsmatrix steht und dieses ist nun unsere inverse Matrix mit den Werten, die wir schon vom ersten Verfahren her kennen, minus 2, 1, 1,5, minus 0,5. Zuletzt möchte ich noch zeigen, wie man mit unserem Taschenrechner eine Matrix invertiert. Wir nehmen hier unseren Casio FX991DEX. Wir gehen zunächst auf die Taste Menü, dann erscheint dieser Bildschirm. Wir sehen hier unter der Nummer 4 haben wir nun die Matrizen zur Auswahl. Als nächstes kommen wir auf diesen Bildschirm. Nun haben wir hier 4 Matrizen, die wir definieren können, A, B, C, D. Wir wählen uns das Objekt Mat A mit der Taste 1 aus und wollen diese Matrix mit Werten anlegen. Da werden wir zunächst gefragt, wie groß die Matrix ist, wie viele Zeilen und wie viele Spalten. Wir nehmen eine 2 Kreuz 2 Matrix und kommen als nächstes auf unsere Eingabe der Werte. Hier können wir die einzelnen Werte in die Matrix eingeben, immer mit dem Cursor oder mit der Ist-Gleich-Taste weitergehen. Wenn wir mit der Eingabe aller Werte fertig sind, beenden wir die Matrixeingabe, indem wir auf AC drücken. Nun sind alle Werte im Objekt Mat A gespeichert
und im Folgenden können wir nun diese Matrix A zum Rechnen weiterverwenden. Dazu drücken wir auf die Taste Option, kommen auf diesen Bildschirm und wählen uns wieder unsere Matrix A aus mit der Taste 3. Hier ist sie. Jetzt können wir damit etwas machen. Wir wollen diese Matrix invertieren. Das geht mit der Taste X hoch minus 1 und erhalten das Ergebnis, indem wir auf Ist gleich drücken. Da ist wieder unsere bekannte Matrix minus 2, 1, 1,5 und minus 0,5, wie bekannt.